Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. In diesem Video geht es um das osteuropäische Shtetl. Ich habe schon vor längerer Zeit unterschiedliche Filme auf YouTube gefunden, die Originalaufnahmen aus diesen osteuropäischen Städten zeigen. Und das ist ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt und mich sehr lange fasziniert. Städte waren kleine Dörfer oder kleine Städte in Osteuropa, vor allem in Ostpolen, Weißrussland, Ukraine, wo hauptsächlich Juden lebten. Das waren ungefähr 1000 bis 20.000 Juden in diesen kleinen Städten jeweils. Die größeren Orte, wo mehr Juden lebten, nannte man dann Jiddisch Stott. Und das war zum Beispiel Lemberg oder Czernowitz. Ursprünglich kamen die Juden in diese Städte im 12. Jahrhundert, als aus Mittel- und Westeuropa die Juden vertrieben wurden und dann aber im Königreich Polen sie die Möglichkeit hatten, sich anzusiedeln. Die Menschen in diesen Dörfern waren meist sehr arm und gleichzeitig aber auch sehr religiös. Die Jungen und auch die Männer verbrachten den Tag meist in der Yeshiva, in der jüdischen Religionsschule, wo sie zum einen über die jüdische Religion lernten und zum anderen aber auch über die Auslegung der Tora diskutierten, und dort verbrachten sie bis zu 10 Stunden am Tag. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann dann aber der Verfall dieser Struktur der Städte, denn ein Antisemitismus kam auf, der dann schließlich in den Pogromen gipfelte und die Juden aus diesen Dörfern vertrieb. Viele wanderten dann in die USA aus und schließlich mit dem Holocaust verschwanden diese Städte komplett. In zahlreichen Kunstrichtungen werden diese Städte thematisiert, zum Beispiel in der Literatur, in den Geschichten von Isaac Bashevis Singer, aber auch von Sholem Aleichem, aber auch in der moderneren Literatur, zum Beispiel in dem Roman Alles ist erleuchtet des amerikanischen Schriftstellers Jonathan Safran Foer. Aber auch in der Malerei, ganz besonders bei Marc Chagall, spielt der Städtel eine wichtige Rolle. Er selbst stammte aus Vitebsk, was eher eine Stott war. Es waren etwa 50.000 Einwohner in dieser Stadt und die Hälfte dieser Einwohner war jüdisch. Aber auch in der Fotografie, Roman Wischniak in seinem Buch Die verschwundene Welt hat wunderbar dieses Leben noch dokumentiert, als es eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch Reste von diesen Städten gab. Ganz besonders interessiere ich mich natürlich für die Musik, die in diesen Dörfern gespielt wurde, und das ist das, was man heute Klezmer nennt und was aber ein bisschen auch ein Missverständnis ist. Das, was Klezmer ist eigentlich die amerikanisierte Version dieser osteuropäischen Musik der Juden aus diesen Städten. Wie erwähnt, mussten diese Juden eben fliehen und viele, auch diese Musiker, verließen die Städte eben in die USA, nahmen dort die amerikanische Musik in ihre eigene Musik, die sie eben aus dem Städtel mitgebracht haben, mit auf, und daraus entstand dann das, was wir heute als Klezmer nennen. Wie aber ursprünglich diese Musik klang, wird man jetzt hören als Unterlegung zu diesen Bildern, eben diesen Originalbildern aus dem Städtel. Die Musik, die man jetzt hören kann, ist von Naftule Brandwein, einem der wichtigsten Vertreter eben dieser osteuropäischen Musik. Er war einer, der noch tatsächlich im Städtel bei Feiern, vor allem bei Hochzeiten, gespielt hatte und später aber dann auch große Erfolge in den USA feierte.
hoffe, euch haben diese Bilder aus dem Städtel ebenso beeindruckt, wie sie mich beeindruckt haben. Abonniert unbedingt unseren Channel, schaut unsere Videos rund um jüdische Kultur und Musik.